Hallo, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Auf einem Blatt Aquarellpapier werde ich ein paar Zeitungsschnipsel aufkleben, die ich mir vorher aus einer Zeitung ausgerissen habe. Und dazu nehme ich mir Acrylbinder her, bringe den Acrylbinder mit einem Pinsel auf dem Papier auf, um diese Zeitungsausschnitte da festzukleben. Das müsst ihr bitte sorgfältig machen, damit alles gut dann letztendlich anklebt. Richtet es aus, wie es für eure Bildkomposition am besten darstellbar ist. Ihr könnt einen Plastikspachtel benutzen, um das festzustreichen, und anschließend noch einmal mit Acrylbinder drüber gehen und das auch von der oberen Seite benetzen und ankleben. Den zweiten Ausschnitt klebe ich in der gleichen Weise fest. Und auch hier nochmal über die Oberfläche den Binder drüber streichen und alles gut festdrücken. Jetzt muss es natürlich getrocknet werden zunächst. Ich nehme mir ein bisschen gelbe Farbe, das ist so ein leichtes Erbsgrün, und male da mit dem Pinsel drüber, wie es mir gefällt. Das mache ich zügig und auch mit viel Wasser dabei, dass es eben wie eine Lasur erscheint. Dann habe ich ein bisschen Blau, das vermische ich nochmal mit der anderen Farbe. Erhalte dadurch ein leichtes Grün. Und ruhig mit viel Wasser dabei das vermischen. Und jetzt mit einem bisschen Brennspiritus einfach Tropfen auf das Blatt Papier geben. Ihr seht schon, da werden schöne Effekte gebildet durch diese alkoholischen Tropfen. Das muss getrocknet werden und anschließend mit einem Binder das ganze Blatt versiegeln, damit diese Strukturen, die ich da erzeugt habe mit dem Spiritus, auch erhalten bleiben. Ganz dünn diesen Binder auftragen. Dabei auch nicht allzu sparsam sein. So, jetzt ist das ganze Blatt mit dem Binder bestrichen. Das lasst ihr wiederum trocknen.
Und jetzt habe ich hier ein Stück Butterbrotpapier, das ich schon mal mit Farbe in Lila bemalt hatte irgendwann. Und das nehme ich mir jetzt zu dieser Mixed Media Arbeit wieder her. Habe mir das also außenrum ausgerissen von Hand, wie ich das eben möchte. Trage es mit dem Binder wieder auf, um es aufzukleben. Das ist ja ein durchsichtiges Papier. So, dann nehme ich die Spachtel wieder her und klebe dieses Teil fest. Streiche es gut fest und gebe nochmal eine Schicht mit Binder drüber. Damit alles gut sich mit dem Blatt verbindet. Und ja, mit dem Finger fahre ich dann nochmal über alles drüber, um das noch einmal besser festzudrücken. Das möchte ich jetzt trocknen lassen und habe schon anschließend eine weiße Farbe mir genommen. Die bringe ich jetzt auf dem Blatt auf, an verschiedenen Stellen, hauptsächlich über diese Zeitungsausschnitte, weil die mir zu dunkel noch erscheinen. Und um diese Form mit der lila Farbe herum trage ich das noch auf. Jetzt habe ich mir ein bisschen Pink und ein Blau sowie Weiß zusammengemischt. Das ergibt ein rosa-lila Farbton. Da setze ich nochmal malerische Akzente. Dazu mische ich viel Wasser bei und spritze auch noch diese Farbe auf das Blatt. Mit einer Plastikkarte ritze ich jetzt in die noch feuchte Farbe Linien ein, um etwas Struktur noch da reinzubringen. Im Anschluss habe ich mir von dem
ursprünglichen Gelb etwas mit Weiß zusammengemischt und bearbeite nochmal das Motiv mit dieser Farbe. Als ich das Motiv malte, kam mir dann plötzlich die Idee, das sieht ja aus, ja, wie so eine Eiswaffel, wo oben drin Eis sich befindet. Und die Form, die rechts daneben liegt, sieht eigentlich auch aus wie so eine liegende Eiswaffel. Und ja, das ergab so meine Fantasie. Jetzt nehme ich mir noch ein Neonrot dazu. Und male da bestimmte Bereiche aus damit. Das ist aber nur als Fantasie von mir so zu nehmen, denn jeder sieht da drin was anderes und letztendlich ist es ein abstraktes Werk. Das kann jeder interpretieren, wie er möchte. Mit dem Gelb betone ich jetzt nochmal diese rechte Form.
Füge die gleiche Farbe auch noch in der anderen größeren Form dazu, um hier eine Verbindung natürlich herzustellen. Und nun habe ich einen Acrylstift mit weißer Acrylfarbe. Da zeichne ich jetzt noch ein paar Umrisse auf, um das hervorzuheben, die Form. Und dann habe ich mir noch überlegt, dass ich diese Bubbles auch noch mit Weiß einkreise. Zwar nicht alle, aber nur ein paar ausgewählte, um jetzt da noch eine betonte Struktur reinzubringen. So, das langt erstmal. Mit einem lila Stift zeichne ich jetzt auch noch ein paar Betonungen innerhalb der Formen.
Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Eure Anne Bross von Anne Bross Kunst. Ciao.